Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 35 Seduce. Seine Sicht. Die Sonne steht am höchsten Punkt und ihre Strahlen brennen sich mit einer ungemeinen Hitze in die Haut der Hartpiraten, lassen sie schwitzen und den großen Eisbären beinahe eingehen. Ganz klar eine Sommerinsel. Erschöpft sitzt das Trio am Tisch eines kleineren Cafés unter einem der riesigen blauen Schirme, welcher ihnen gnädig ein wenig Schatten spendet und ihre erhitzte Haut etwas abkühlt. Pinguin beobachtet erschrocken und doch fasziniert, wie einige Tropfen seines Schweißes auf den Asphalt unter ihn fallen und sofort verdampfen. Beppo derweil mustert fassungslos seinen Kapitän, welcher mit Pelzmütze, langer Hose und Pullover doch ziemlich aus der Menge heraussticht und auf dessen Haut kaum ein Tropfen der salzigen Flüssigkeit zu finden ist. Trafalgar lehnt desinteressiert in seinem Stuhl gegenüber, welcher nur halb vom Schatten des Schirms verdeckt wird, und nippt ab und zu an seinem noch dampfenden Kaffee. Sashi sitzt aufrecht in seinem Stuhl und mustert aufmerksam die Menschenmenge, die langsam an ihm vorbeizieht. »Tisch 4«, ruft eine Frau am Türrahmen und streckt sich etwas nach draußen. Sie hat ein naives und fröhliches Lächeln, welches vermuten lässt, dass sie ziemlich unbedacht durchs Leben schreitet. Sashi richtet sich mit einem »Ei« auf und begibt sich zu der ebenfalls rothaarigen Frau. Sie reicht ihm ohne weitere Worte ein Tablett mit Bechern, gefüllt mit verschiedenen Eissorten, und verschwindet wieder. Pinguin kommt ihm mit einem vorfreudigen Grinsen entgegen und reißt ihm das Tablett förmlich aus der Hand. Der Koch scheint weiterhin teilnahmslos die Menschen nach seiner Schwester abzusuchen und reagiert erst, als das Tablett geräuschvoll auf den Tisch gestellt wird. Er schüttelt kaum merklich den Kopf und gerade als er sich wieder auf den Weg zu seinem Platz machen möchte, springt ihm ein Mann vor die Füße. Pinguin, Beppo und Trafalgar beobachten still, bereit einzugreifen, die Szene vor sich. »Sashi!« schreit der Fremde erleichtert, mit leicht verzweifelter Mimik und Tränen in den Augen, und zieht den überrumpelten Koch in seine Arme. Hellhörig richtet sich Law etwas im Stuhl auf und mustert den Mann. Er kannte den Mann irgendwoher. Er sieht jung aus, hatte längere, schwarze Haare, zahlreiche Sommersprossen und steht halbnackt vor seinem Schiffskoch. Er trägt einen orangenen Hut mit einer Schnur um seinen Hals, welcher auf seinem Rücken aufliegt und das Tattoo, das sich dort befindet, nur erahnen lässt. Doch was den Kapitän schlussendlich aufstehen lässt, ist das Tattoo am Oberarm des Fremden. Fragend und sichtlich verwirrt besieht Sashi den Jüngeren. »Du bist doch Saranas Bruder?« fragt der Schwarzhaarige irritiert und leicht ängstlich nach. Weiterhin sprachlos nickt der Koch. »Wusste ich's doch. Sie hat mir so viel von dir erzählt«, plappert die Sommersprosse heiter drauf los, bis Law sich mit stechendem Blick zwischen sie stellt. »Puma die Ace?« Der oberkörperfreie Mann nickt. Er blickt an Law vorbei und bemerkt zum ersten Mal den riesigen Bären. Freudig springt er auf ihn zu. »Beppo, richtig? Du hast immer mit ihr telefoniert«, stellt er heiter fest und umarmt auch den Bären. »Du hast die ganze Zeit mit ihr in Kontakt gestanden?« schreit der Koch empört und reißt die Sommersprosse von seinem Nakama. Die Frage, woher kennst du meine Schwester, scheint noch nicht in seinem Hirn angekommen und formuliert worden zu sein. Beppo hatte ihn schließlich hintergangen. »Ja, aber ich durfte nichts sagen, sonst hätte sie den Kontakt abgebrochen«, verteidigt sich der Bär und weicht einen Schritt zurück. »Du«, beginnt Sashi aufgebracht, wird jedoch von Law beiläufig zur Seite geschoben. »Wo ist Sarana?« fragt der Ace drohend, seine Wut unterdrückend. Das Trio hält inne und besieht sich die beiden. Ace senkt betrübt seinen Blick. »Sie ist gestern gegangen. Sie wollte jemanden anrufen und ich sollte vorgehen. Doch kaum war ich um eine Ecke, habe ich meinen Striker gehört und nur noch gesehen, wie sie zu diesem seltsamen Schiff fuhr«, berichtet die Sommersprosse, während Laws Miene sich immer mehr und mehr verfinstert. »Das ist nicht gut. Wir müssen sofort weiter«, befiehlt der Kapitän und vernimmt nach kurzer Verzögerung ein überfordertes »Ei, ich komme mit«, beschließt Ace und folgt dem Älteren. »Wieso willst du sie retten?« fragt Sashi den Neuen, welcher auf das »Nein« von Trafalgar nicht reagiert hat. »Ich liebe sie«, antwortet er prompt, wodurch Law und Sashi hellhörig und wie auf Kommando stehen bleiben. Die anderen beiden beginnen zu lachen, wissen sie, dass die Kleine nicht weiß, was Liebe ist, und wissen sie nicht, dass Ace es ebenfalls nicht weiß. Die Wut unterdrückend, dass der Fremde einfach kein Nein versteht, gehen sie weiter zurück zum U-Boot, während Sashi den Neuen im Auge behält. Gereizt hält Sashi ihm eine Predigt, dass er die Finger von ihr lassen solle, während Ace sich an den Kapitän wendet. »Rufen wir sie doch einfach an und fragen, wo sie ist«, schlägt er mit naivem Ausdruck vor. »Hier.« Die Feuerfaust hält dem Tätowierten seinen Hut hin. Etwas verwirrt, aber hauptsächlich kochend vor Wut, reißt er ihm den Hut aus der Hand und bemerkt recht schnell das Stückchen Papier im Inneren.
Eine Nummer. Wenn wir sie erreichen, ja, was dann? Trafalgar seufzte resigniert und nickte Feuerfuß zu, als Zeichen, dass er sich gerade verdient hat, mit an Bord zu kommen. Ich hoffe, sie macht keine Dummheiten. Ihre Sicht. Bist du hier, um wieder mein zu sein, Suki? Ich habe das Gefühl, jeden Moment eine Dummheit zu begehen. Doch ich verstehe nicht, woher diese Vorahnung kommt. Ich stocke und starre geschockt zu dem grinsenden Mann auf, der mich so ruhig und vorsichtig in seinem Arm hält. Bin ich das? Mit solch einer Frage habe ich nicht gerechnet. Unsicher beiße ich mir auf die Unterlippe, weiche seinem Blick aus und spiele nervös mit meinen Fingern in einer der rosa Federn seines Mantels. Sie sind unglaublich weich und fühlen sich samt an. Wieso wärst du denn sonst hier, Suki? Irgendetwas in seiner Stimme lässt mich schlucken. Ich weiß nicht, was es ist, und erneut kenne ich nicht die Antwort auf die Frage, warum war ich denn hier? Ich habe durch sein Auftreten vergessen, weswegen ich überhaupt hergekommen bin. Manipuliert er mich irgendwie? Ich schüttle abwertend den Kopf. Sicher nicht. Wieso sollte er? Tränen der Verzweiflung und Überforderung sammeln sich in meinen Augen und mein Hals beginnt zu schmerzen. Versuche ich, sie zurückzuhalten. Duffy, sag mir, wieso hast du mich im Meer versenkt? Spreche ich meinen letzten Zweifel aus, der letzte verbliebene Widerstand und Grund, warum ich ihm nicht längst wieder verfallen bin. Hätte ich es ansprechen sollen? Wenn er jetzt etwas sagt, was meinen restlichen Groll auf ihn nimmt, kann ich dann noch Nein sagen? Kann ich dann noch selbstständig denken und handeln? Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas in mir warnt mich ihm nicht wieder zu öffnen. Als hätte ich dann mein Todesurteil unterschrieben. Auch wenn ich mich nicht mehr erinnere, warum, es gab einen Grund, warum ich ihn gemieden habe. Doflamingo wird mit einem Mal ernst, bevor er mich betrübt anblickt. Ich erkenne es an seiner Haltung, an seinen Lippen, die sonst immer so breit grinsen. Es war ein Unfall, Suki. Du weißt doch, ich konnte nicht hinterher springen. Ich wollte, aber dann wären wir beide gestorben. Wolltest du das? Fragt er mich mit einem verletzten Unterton. Sofort bekomme ich Schuldgefühle und eine Träne läuft mir nun doch die Wange entlang. Schnell presse ich mich fester an ihn und schüttle energisch meinen Kopf. Nein, nein, Meister, schluchze ich und klammere mich fester an ihn. Beruhigend streicht er mir über den Rücken und beginnt wieder zu lachen. Bitte sei nicht traurig, Duffy. Warte, was ist los? Ich wollte ihm nicht weiter dienen, nicht gehorchen und ihm nicht glauben, geschweige denn seinen Worten trauen. Verwirrt starre ich auf seine unbedeckte Brust, die durch sein Lachen vibriert. Bist du wieder mein, Suki? Wiederholt er seine Frage und betont meinen Namen mit mehr Druck. Da nichts anderes Sinn ergeben würde, nicke ich langsam mit dem Kopf, weswegen sich sein Griff kurz um meine Hüfte verstärkt. Zufrieden lehne ich mich an den jungen Meister, während er mich wie früher wie eine Katze am Kopf tätschelt. Deine Haare sind länger geworden, merkt er an und spielt mit einem Finger an einer meiner langen Strähnen, wickelt sie herum. Wenn du es nicht magst, behebe ich meine Fehler, versichere ich ihm schnell und richte mich wieder auf, doch er winkt ab und antwortet mir, dass er es jetzt lieber mag und mir die Frisur stehen würde. Eine leichte Wärme schleicht sich auf meine Wangen und ich senke schnell meinen Blick. Willst du dich nicht umziehen? Wirft Duffy ein. Entschuldige, ich habe vergessen, dass du so etwas nicht magst, entgegne ich schuldbewusst und zupfe mit gesenktem Kopf an meinen Klamotten. Meine Kajüte ist, wo sie war, meint er trocken und nimmt resigniert seine Hand von meinem Körper. Ich spüre, dass er enttäuscht ist und die Stelle, an der seine Hand war, fühlt sich mit einem Mal kalt an. Eilig bitte ich, dass er mich absetzt. Sobald meine Füße den Boden berühren, renne ich nach rechts in seinen Raum. Er hat es etwas umgestellt, doch der Kleiderschrank beinhaltet weiterhin Sachen, die ich tragen kann. Ich laufe rot an, als ich meine alten Sachen erkenne. Er hat alles behalten? Mein Herzschlag rast, meine Atmung setzt einen Moment aus und ich nehme zittrig eines meiner alten Kleider in die Hand. Unsicher lege ich den Stoff über Mund und Nase und atme tief ein. Überrascht muss ich feststellen, dass es nach nichts riecht, hat es also niemand anderes getragen. Verträumt gleitet mein Blick zu der geschlossenen Tür, hinter der sich Duffy befindet. Viel gewachsen bin ich zwar nicht,
aber ich nehme besser etwas in meiner Größe. Ungehemmt ziehe ich mich bis auf die Unterwäsche aus und beginne mich umzuziehen. Ich ziehe nur ein rosafarbenes Hemd und schwarze Kniestrümpfe an. Beides liegt eng an meinem Körper, weswegen ich die oberen Knöpfe des Hemdes durch meinen Brustumfang nicht zumachen kann. Frustriert starre ich auf meine Brust. Sie sind in den Jahren um einiges größer geworden und ich habe Angst, dass Doffy mich jetzt nicht mehr ansehnlich findet. Ich seufze und betrachte noch einmal die Unterwäsche unter den leicht durchsichtigen Stoff des Hemdes. Meine Unterwäsche ist ebenfalls schwarz, wobei mein BH trägerlos ist. Jetzt, wo ich seine Sachen trage, Doffys Geruch überall im Raum liegt und ich das Bett sehe... Schnell schüttle ich meinen dampfenden Schädel. Ich habe den Verdacht, dass mein Herz, solange ich bei ihm bin, nie wieder im normalen, gesunden Takt schlagen wird und dass sich meine Gesichtsfarbe durch jegliche Tat und jegliches Wort seinerseits verfärben wird. Meine alten Sachen falte ich ordentlich zusammen und lege sie auf einen Stuhl. Kurz starre ich mit gerunzelter Stirn auf das Zeichen der Hartpiraten. Ich habe das Gefühl, es würde mir etwas zuflüstern wollen. Doch ich verziehe kopfschüttelnd das Gesicht. Blödsinn. Schnell eile ich zurück zu Doflamingo. Vor ihm bleibe ich abwartend und leicht nervös stehen, bis er mich zu Ende gemustert hat. Mit seinem üblichen Grinsen deutet er mit dem Kopf an, dass ich mich umdrehen soll. Unverzüglich mache ich das Geforderte. Ich hoffe, ich entspreche seinem Geschmack. Das Hemd geht nur knapp über meinen Hintern, was mich aber nicht stört, solange es ihm gefällt. Außerdem weiß ich, dass ihn das mehr reizt, als wenn ich gleich alles zeige. Denke ich ruhig, bevor ich erstockend meine Hände auf meine Wangen lege. Sie glühen. Ich fühle mich in der Vergangenheit zurückversetzt. Meine Gedanken drehen sich nur um Doffy, ohne dass ich verstehe, wieso überhaupt. Hör auf, so zu denken, fordere ich mich selbst auf, als ich plötzlich 2 Hände unter meinen Armen spüre. Sachte hebt er mich mit dem Rücken zu sich auf seinen Schoß und drückt mich mit sanfter Gewalt in eine aufrechte Position. Liebevoll und bewertend fährt er mit seinen Händen meine Rundungen von unten bis oben ab. Ein wohliger Schauer jagt über meinen Rücken, als seine warmen Hände meine Seiten entlang streichen. Er lässt mir keine ruhige Minute, um einmal meinen Gedanken nachzuhängen, kein Moment, in dem ich mich fragen kann, wieso ich seinen Worten folge. Er leckt sich genüsslich über die Lippen. Ich muss deinen Körper und deine Lustzonen neu prüfen, erklärt er mir, weswegen ich mich erstockend versteife, bevor ich mich beschämt in den Stoff meiner Kniestrümpfe kralle. Seine Worte hallen in meinem Kopf nach und meine Gefühle sind das reinste Chaos. Und doch finde ich es logisch. Möchte er genau wissen, was seinem Eigentum gefällt? Warte, Eigentum? Plötzlich umfasst er grob meine Brüste, so unerwartet, dass ich ein Aufkeuchen nicht verhindern kann. Du bist weiblicher geworden, deine Brust ist riesig, lobt er mit heraushängender Zunge meinen Körper, während er meine Brüste grob massiert und ich unweigerlich immer wieder aufkeuchen muss. Doffy, beginne ich mit unruhiger und zittriger Stimme. Ich weiß, dass du auspacken magst. Versuche ich meinen Fehler von eben wieder gut zu machen, jedoch streicht er plötzlich mit einer Hand an der Innenseite meines Oberschenkels entlang, weswegen ich mich mit meinem eigenen unterdrückten Stöhnen unterbreche. Das mag ich tatsächlich, bestätigt er mir mit lauernder Stimme und hebt mich kurzerhand im Brautstil auf seine Arme. Ich weiß, wo es hingeht. Doch ich weiß nicht, warum er bis jetzt der Einzige war, bei dem ich es auch wollte. Und wieso ich es überhaupt wollte. Die Tatsache, dass ich es vor kurzem noch ekelhaft und widerlich fand, kenne ich nicht mehr. Keine Minute später legt er mich zärtlich auf sein Doppelbett und streift sich seinen Federmantel von den Schultern. Langsam beugt er sich über mich, leckt sich dann erneut genüsslich über die Lippen. Ich kann nicht anders, als auf seine befeuchteten Lippen zu starren. Ist es, weil er der einzige Sanfte ist? Er beugt sich bis kurz vor meine Lippen runter und ich spüre bereits das Verlangen, ihn zu küssen. Betrachte sehnsüchtig sein breites Lächeln. Bitte. Mein Herz rast, meine Atmung ist leicht angestrengt und mein kompletter Körper glüht. Doch ich weiß, dass er mich, wie früher, vorher fragen wird. Wenn du nicht willst... Doch, bitte, Doffy. Bettle ich und ziehe mich ihm an seinem Hemd etwas entgegen. Endlich erbarmt er sich und drückt sachte seine Lippen auf meine. Seine Berührungen lassen ein angenehmes Prickeln und eine wohlige Wärme auf meine Haut zurück. Er leckt vorsichtig über meine Lippen und ich öffne sie, damit ich ihn schmecken kann. Ich nehme alles in mir auf. Seinen Geruch, die Wärme, die von ihm ausgeht, den Geschmack seines Körpers auf meiner Zunge und sein unterdrücktes Verlangen, was immer weiter in ihm aufkommt. Sofort schlinge ich meine Arme um seinen Hals,
was ihm mehr Spielraum an meiner Brust bietet. Wieso will ich ihn? Die Gelegenheit nutzt er sogleich aus und öffnet die letzten Knöpfe des Hemdes. Während er seinen Kuss vertieft und ein hitziger Zungenkampf entsteht, lehne ich mich ihm leicht entgegen, sodass er mir in Sekunden den BH öffnet und ich mit offenem Hemd und entblößter Brust vor ihm liege. Aus Reflex bedecke ich mit einem Arm meine entblößte Brust, während ich meinen anderen brauche, um mich an ihm festzuhalten. Ich weiß nicht wieso, aber nur bei ihm kann ich mich nicht gleich blank präsentieren. Bei jedem anderen ist mir das egal. Seine Meinung ist mir wichtig und ich habe Angst, dass er meinen Körper eventuell nicht mehr mag. Er hat meine Reaktion bemerkt und grinst breit in den Kuss hinein, während er mit seinen Fingerspitzen immer wieder über meine Seite streicht, sodass eine angenehme Gänsehaut entsteht. Mit der anderen Hand führt er unauffällig meine Arme über meinen Kopf, sodass ich meine Brust nicht weiter verdecken kann. Bevor ich es bemerke, hat er meine Arme mit einer Hand fest an die Matratze gepinnt und massiert mit der anderen meine rechte Brust. Er löst den Kuss und arbeitet sich von meinem Ohr, mein Hals entlang bis zur linken Brust vor. Sobald er meinen Nippel erreicht hat, hält er kurz inne. Ich muss schlucken und starre nervös zu ihm runter. Er möchte nicht vorhersehbar handeln und bestimmte Reaktionen auslösen. Sein Grinsen wird diabolisch und ich beginne mich leicht unter ihm zu winden. Bevor er sich mit seiner Zunge an meinen Nippel wendet, wie erwartet, spielt er lieber erst mit den Fingern an der rechten Brust, was mir ein gerade noch so unterdrücktes Stöhnen entlockt. Grinsend leckt er über meine mittlerweile steifen Nippel, was mir erneut fast ein Stöhnen entlockt. Winselnd zucke ich unter jeder seiner Berührungen weg, ohne dass sich wirklich etwas verändert. Grinsend richtet er sich etwas auf, um mir meine Kniestrümpfe langsam abzustreifen. Während er die Socken auszieht, küsst er meine Beine entlang bis zu meinen Füßen und leckt einmal über die Fußsohle, wodurch ich zurückschrecke und versuche, aus seinem Griff zu kommen. Vergebens. »Unterdrücke nicht deine Stimme, Suki«, fordert er mich auf, bevor er sich erneut an meinen Brüsten zu schaffen macht. Mir ist es unangenehm, lauter zu sein als er selbst. Doch aus irgendeinem Grund ringe ich mich dazu durch und halte meine Stimme nicht weiter zurück. Während ich mich darauf konzentriert habe, wie er an meine Nippel saugt, knabbert, zieht und spielt, habe ich nicht bemerkt, wie er meine Arme losgelassen hat und langsam runtergewandert ist. Mein Körper glüht, ein dünner Schweißfilm benetzt meine Haut und ich bin mittlerweile so empfindlich, dass mich jede seiner Berührungen zusammenzucken lässt. Meine Mitte pulsiert unerträglich und ich versuche mich irgendwie fester an Flamingo zu pressen, um mehr Druck und Reibung aufzubauen, doch er weiß es zu verhindern. Da meine Lustgrenze niedriger liegt als seine, wird er mich noch länger quälen, bis ich endlich kommen darf. Mit vor Lust vernebelter Sicht nehme ich sein Gesicht langsam in meine Hände und ziehe ihn erneut zu mir hoch. Er lässt mich gewähren und ich küsse ihn. Erst schüchtern und unsicher, dann leidenschaftlich und verlangend. Erneut grinst er in den Kuss hinein, amüsiert es ihn scheinbar, wie ich mich unter ihm winde und ihn anbettle, mehr von ihm zu bekommen. Doch obwohl einer seiner beiden gefährlichsten Waffen, seine Zunge, nun anders beschäftigt ist, spielt er jetzt mit beiden Händen an meinen Brustwarzen, was mich öfters in den Kuss seufzen und stöhnen lässt. Er hat sein Bein zwischen die meinen geschoben und übt leichten Druck aus. Er soll mich nicht so ärgern, bete ich innerlich und versuche mehr Druck auszuüben. Aber wenn ich seinem Bein entgegenkomme, nimmt er es ebenfalls weiter zurück. Als ich es erneut versuche, scheitere und zu winseln beginne, muss er leise lachen. Im Bett kann ich ihn kein bisschen kontrollieren. Wenn er etwas nicht will, lässt er es nicht zu. Sachte versuche ich, ihn auf die Seite zu rollen. Gnädig lässt er es geschehen, sodass ich jetzt auf ihm liege. Mit erhitzten Wangen sehe ich zu seinem selbstgefälligen Grinsen auf. Es stachelt mich an, provoziert mich und sofort lege ich meine Lippen auf seine. Vorsichtig, um ihn nicht zu verärgern, knabbere ich auf seiner Lippe. Ich verstehe nicht, was er an mir findet. Ich bin um einiges kleiner als andere Frauen. Reizt ihn das? Oder ist es mein Verhalten? Sieht er darin eine Art Herausforderung? Und was reizt mich an ihm? Beim Küssen fahre ich zärtlich mit meinen Fingerspitzen über seine Brust, bevor ich mich langsam runterküsse. Doflamingo hat seine Hände hinter seinem Kopf verschränkt und fährt sich immer wieder mit der Zunge über die Lippen. Nervös streiche ich mit meinen Nägeln federleicht über die empfindliche Stelle über dem Hosenbund, wodurch er ein leichtes Zucken nicht verhindern kann. Ich habe in den Jahren zwar nicht freiwillig an Erfahrung dazu gewonnen, doch habe ich keine Ahnung, wieso ich mich ihm unterwerfen möchte. Was macht er, dass ich ihm alles verzeihe? Manipuliert er mich irgendwie? Geschickt schnüre ich mit meinem Mund seine Hose auf und ziehe sie ein Stück runter. Zuerst küsse ich durch den Stoff der Boxershorts seine deutlich erkennbare und harte Erregung, bis ich auch die Boxershorts langsam runterstreife.
Bereits durch seine Shorts habe ich die Wärme, die von ihm ausgeht, gespürt. Sein Geschlecht steht beeindruckend groß vor mir, doch lasse ich mich nicht einschüchtern und beginne an der Eichel zu lecken, zu saugen und zu knabbern, während ich mit einer Hand sein Glied umfasse und es mit gleichmäßigen Auf- und Abbewegungen reize. Nach einiger Zeit braucht mein Mund eine kleine Pause, weswegen ich sein Glied zwischen meine Brüste stecke, mich mit ihnen weiter auf und ab bewege und mit offenem Mund immer wieder sein bestes Stück gegen meine feuchte Zunge stoße. Aus dem Augenwinkel beobachte ich ihn und seine Reaktion. Immer wieder beißt er sich erregt auf die Lippe, presst die Kiefer aufeinander oder unterdrückt ein Stöhnen. Ich strenge mich mehr an, um ihn weiter seine seltenen, erregten Laute zu entlocken. Vorsichtig knabbere ich mit meinen Zähnen an der Eichel, während ich meine Brüste kräftiger zusammendrücke. Zum ersten Mal, seit ich ihn kennengelernt habe, zuckt er aus seiner lockeren Haltung und krallt sich reflexartig in das Bettlaken, begleitet von seiner erregten Stimme, die er nicht mehr zurückhalten kann. Eine innere Wärme breitet sich in mir aus, als ich ihn zum ersten Mal richtig stöhnen hörte, und ich möchte weitermachen, um es noch einmal zu hören. Ich wiederhole meine Berührungen von zuvor, und tatsächlich versteift sich sein Körper erneut, nur dass er seine Stimme diesmal zurückhalten kann und nun zu knurren beginnt. Plötzlich zieht er mich zu sich, dreht sich mit mir und rutscht dann weiter südlich. Schnell hat er mir ein weiteres Kleidungsstück genommen und küsst nun um meine empfindlichste Stelle herum. Allein jetzt könnte ich durchdrehen. Verzweifelt verdecke ich mit meinen Armen mein knallrotes Gesicht. Unerwartet schnell spüre ich seine warme, feuchte Zunge quer über meine Weiblichkeit lecken, weswegen ich überrascht aufstöhne. Ohne mir eine Pause zu gönnen, leckt er über meine Perle, sodass ich immer wieder heftig zusammenzucke. Achtung, warnt er mich, bevor er einen Finger in mich steckt, der sich für mich wie zwei anfühlt. Durch den kurzen Schmerz muss ich aufstöhnen, ohne dass die Chance besteht, dass ich es hätte unterdrücken können. Sofort führt er auch den zweiten ein und wieder stöhne ich, immer wieder. Erst langsam, dann immer schneller bewegt er seine schlanken, langen Finger in mir, während er gleichzeitig mit seiner Zunge an meiner Perle saugt und mit der freien Hand an meiner Brust experimentiert. Ich kann nicht mehr. Wegen dem zunehmenden Anspannen des kompletten Körpers bemerkt noch mein Folterer, dass ich kurz davor bin zu kommen. Er hält mit einem breiten Lächeln inne und sieht zu mir auf, wartet, dass ich bettle. Ich presse gequält meine Lippen aufeinander, will ich eigentlich nicht darum flehen. Sachte streicht er immer wieder mit einer Hand meinen Nippel und dreht ihn behutsam, während er sich an meinen Leiden ergötzt und sich immer wieder mit der Zunge über die Lippen fährt, an denen noch mein Saft haftet. Oh fuck. Als ich noch immer keine Anstalten mache, ihn anzuflehen, knurrt er erneut und bewegt gezielt einen Finger in mir, welchem meinem G-Punkt gefährlich nahe kommt. Bitte, Doffi, nimm mich, flehe ich beschämt und zwinge mich, zu ihm aufzusehen. Mit einem zufriedenen Lachen entfernt er sich von mir, zieht mich an meiner Hüfte hoch, nur um dann grob in mich zu stoßen.